Heute sind Emulatoren aus der Welt der Videospiele nicht mehr wegzudenken. Fast jede moderne Konsole nutzt Emulation, sowie auch die kommende Switch 2 für ihre Rückwärtskompatibilität oder um Klassiker wieder spielbar zu machen. Für Retro-Fans und die Erhaltung von Videospielen sind Open-Source-Projekte wie beispielsweise die DuckStation oder Redream ein Segen. Doch das war nicht immer so. Dies ist die Geschichte von Bleem, einem der Pioniere im Bereich der Emulatoren und ihrem PlayStation-Emulator für Dreamcast. Willkommen, ich bin Kenko und das ist eine neue Ausgabe vom Mission Adaption, dem Format, das sich den spannenden Portierungen und Umsetzungen von Videospielen widmet. Auf geht's! Emulation begann im Schatten als Teil einer Subkultur des Gamings. In einer Zeit, als Disketten getauscht und ROMs per E-Mails verschickt wurden, war Emulation vor allem eine rechtliche Grauzone. Die Technik dahinter fasziniert, doch sie war umstritten, schlecht dokumentiert und fernab des Mainstreams. Frühe Emulatoren liefen instabil, konnten aber Spiele spielbar machen, die außerhalb Japans nie erschienen und das auch oft mit Fanübersetzung. Mitte der 90er Jahre kam dann Sonys PlayStation auf den Markt. Und mit ihr begann ein neues Kapitel der ersten PlayStation-Emulatoren. Ab 1997 erschienen verschiedenste Emulatoren, darunter PS-Emu Pro und Psych. Sie waren schwer einzurichten und liefen nur auf bestimmten PC-Prozessoren und waren daher auch nichts für den Massenmarkt. Doch 1999 änderte sich alles. It's the most popular game machine in the world. Wouldn't it be great if we could play some of those titles too? Well, at Macworld today, Connectix is introducing the Virtual Game Station. Zwei kommerzielle Emulatoren sorgten für Schlagzeilen. Die Connectix Virtual Game Station und Bleem. Während Connectix einen legalen Weg suchte und sogar direkt mit Sony verhandelte, entschied sich das kleine Team von Bleem für einen anderen, deutlich mutigeren Weg. Bleem war der wahrscheinlich provokanteste Emulator seiner Zeit, entwickelt von Randy Linton, einem Entwickler, der übrigens auch für die beeindruckend gute Doom-Portierung auf dem Super Nintendo verantwortlich war. Stoff für eine eventuell nächste Folge. Bleem machte das Versprechen, eine bessere PlayStation auf PC zu sein und featurete Anti-Aliasing, schärfere Texturen, höhere Auflösung und das auf einem durchschnittlichen Rechner von 1999. Möglich wurde dies durch eine hardwarenahe Emulation. Grundsätzlich gibt es zwei Arten der Software-Emulation. Die eine basiert auf der sogenannten High-Level-Emulation, kurz HLE. Das Problem bei dieser Methode? Der Emulator ahmt bestimmte Funktionen einer Original-Hardware nicht exakt auf Befehlsebene, also nicht 1:1 nach. Bestimmte Funktionen werden ähnlich simuliert, aber eben nicht genauso. Dies führt dann häufig zu Fehlern oder Eingabeverzögerung, was allgemein unter Lag bekannt ist. Die andere, weitaus genauere Methode ist die Low-Level-Emulation, kurz LLE. Dabei wird der gesamte Hardwareaufbau der Konsole so genau wie möglich in Software nachgebildet. Letztere Methode braucht aber meist das BIOS der Originalkonsole, also das grundlegende Betriebssystem der PlayStation. Und genau hier liegt das rechtliche Problem. Das PlayStation BIOS ist natürlich urheberrechtlich geschützt und der Einsatz war rechtlich heikel, vor allem in einer möglich kommerziellen Produktion eines Emulators. Das Team von Bleem umging dieses Problem auf eine geniale Art und Weise. Statt das BIOS auszulesen und zu kopieren, programmierten sie den Emulator komplett selbst. Sie reverse-engineerten dazu die PlayStation inklusive eines eigenen BIOS-Ersatzes. Dadurch war Bleem vollständig legal nutzbar, ohne auf geschützte Daten zurückzugreifen. Auch war es zum Spielen nötig, eine echte PlayStation-CD zu verwenden, denn der Emulator überprüfte den Kopierschutz der Original-CD. So konnte man Sony zwar nicht aus dem Weg gehen, aber immerhin den Vorwurf der Softwarepiraterie entkräften. Sony sah die wachsende Popularität von Bleem als direkte Bedrohung und reichte Klage ein wegen Urheberrechtsverletzungen, unlauterem Wettbewerb und mehr. Doch Bleem gewann den Gerichtsprozess. Das Gericht entschied, dass Emulatoren legal sind und Reverse Engineering zulässig sei. Ein Urteil, das heute noch als Präzedenzfall gilt. Trotz des Rechtsstreits mit Sony hatte das Bleem-Team noch einen Coup geplant. Bleemcast, ein PS1-Emulator für die Sega Dreamcast. Die Vision dahinter war, PlayStation-Spiele in einer besseren Qualität auf der Konkurrenzkonsole von Sega. Klingt zu verrückt, um wahr zu sein? Ja, das dachten viele damals auch. Denn ihr müsst dabei bedenken, dass die PlayStation 2 extra Hardware eingebaut hatte, um die PlayStation 1 Spiele rückwärtskompatibel zu machen. Aber wie war das überhaupt möglich und wieso hätte Sega so etwas überhaupt lizenzieren sollen? Vermutlich unterstützte Sega im Geiste das ganze Projekt. So gibt es Bilder von dem Sonic-Komponisten Jun Senoue, auf dem er ein T-Shirt mit Bleem-Aufschrift trägt. Bleemcast ist tatsächlich kein offiziell lizenziertes Produkt von Sega.
Man nutzte stattdessen die sogenannte Mil-CD-Lücke, eine Sicherheitslücke der Dreamcast, die es erlaubte, unsignierte CDs abzuspielen. Der Emulator war technisch absolut beeindruckend. Bleemcast wurde komplett in Assembly geschrieben und somit sehr nah an der SH4-CPU der Dreamcast. Aber lassen wir doch Herrn Linden selbst zu Wort kommen. Er wird uns am besten erklären können, wie Bleem tatsächlich funktionierte. These days, you've got your GPU, and you can just send down millions of polygons and textures, and all that stuff is just sort of done for you. But back in the days of the Nintendo and the Super Nintendo, and then the PlayStation, you really had to orchestrate and organize all of the parts, all of your graphics and your sound and your CD tracks and your code, and it had to be optimized and know something about what you're emulating. You know something about the target device that's being emulated, like it's sending down a polygon. And that's sort of how Bleem operated. Bleem knew that when a PlayStation game did a certain sequence of operations, what it was really doing was sending down polygon coordinates to the GTE. And so instead of necessarily emulating all of the really low-level chip-based components, large chunks of Bleem were emulating the intent of the PlayStation rather than the actual underlying operation of the PlayStation. And that's why Bleem could do things like, especially shown off in Bleemcast on the Dreamcast. Geplant hatte die Firma Bleem, große Spielepakete herauszubringen, die viele PS1-Spiele gleichzeitig unterstützten. Doch schon bald wurde klar, um alle Spiele fehlerfrei und performant auf der Dreamcast lauffähig zu machen, wären unzählige Tests nötig gewesen. Eine Mammutaufgabe, die Jahre gedauert hätte und Unsummen verschlungen hätte. Darum beschränkte man sich auf die Optimierung einzelner Spiele und brachte eine CD pro Spiel raus. Den Anfang machten die damals erfolgreichsten Spiele auf der PlayStation 1, Metal Gear Solid, Tekken 3 und Gran Turismo 2. Schauen wir uns also einmal im Detail an, wie dieser Emulator funktioniert. Als erstes wurde die Version für Gran Turismo veröffentlicht, noch in einem einfachen Pappschuber. Meistens standen an der Kasse die kleinen Verkaufsdisplays, so wie hier zu sehen. Auf der Rückseite wurden direkt alle Fakten genannt, die das Produkt leisten kann. Dazu noch eine kleine Anleitung, wie Bleemcast funktioniert. Außerdem war es interessant zu lesen, dass alle Regionen desselben PS1-Spiels unterstützt werden und sogar extra Peripherie wie das Dreamcast-Lenkrad. Die CD war zu diesem Zeitpunkt noch farbig bedruckt. Später bei Metal Gear Solid, was als zweites rauskam, entschied man sich für ein Crystal Case, wie bei handelsüblichen CDs. Dieses Mal stehen alle Fakten auf der Vorderseite und hinten kann man das neue Bleemcast-Logo sehen. Für Metal Gear Solid entschied man sich für ein grünes Farbschema. Interessant ist auch, dass die CD nun nicht mehr farbig bedruckt ist und man sich für eine Hülle entschied, die 2 CDs halten konnte. Sicherlich war es dafür gedacht, dass man seine Spiele-CD dort platziert. So konnte man bequem alles in einer Hülle aufbewahren. Einen Monat versetzt wurde dann die leider vorerst letzte Version für Tekken 3 veröffentlicht. Mein Exemplar ist noch verschweißt und daher kann ich es nicht öffnen und euch zeigen. Aber was ihr sehen könnt, ist, dass man sich bei Tekken für ein blaues Farbschema entschied. Die Funktionsweise von Bleemcast ist einfach und simpel. Bleemcast CD in die Dreamcast, anschalten, Bleemcast CD raus und Spiele CD rein. Ich blende euch hier auch mal Material ein im direkten Vergleich. Wie ihr sehr schön sehen könnt, sind die PAL-Balken verschwunden und das Spiel wird auf NTSC-Auflösung gestreckt. Ja, und was soll ich euch sagen, alles was auf der Verpackung steht und versprochen wurde, ist kein einfacher Marketing-Gag, sondern es ist tatsächlich so. Wenn ich das Bild anhalte, kann man sehr schön an den Stahlstreben des Aufzuges sehen, dass der Emulator die Fähigkeit besitzt, Kanten zu glätten. In-game läuft das Spiel auch in einer doppelt so hohen Auflösung wie auf der PlayStation. Doch das volle Potenzial reizt ihr nur aus, wenn ihr über VGA spielt. Bei der Außenansicht kann man auch gut erkennen, wie schön das Spiel jetzt aussieht.
Achtet gerne mal auf die Details beim Tor oder die Türme in der Ferne. Auch Gegnermodelle sehen deutlich schöner aus. Ich muss wirklich sagen, dass der Unterschied einfach heftig ist und vor allem, wenn man es live am Monitor sieht, ist der Unterschied nochmal krasser. In GT2 sieht man auch schön, wie die Automodelle besser aussehen. Man kann sogar mehr Details erkennen. Ich werde gleich das Rennen starten und im schnellen Wechsel zwischen PlayStation und Dreamcast schalten. So könnt ihr das Ganze auch nochmal auf euch wirken lassen. Achtet gerne mal auf den Seitenzaun der Strecke und den Asphalt. Deutlich mehr Details kommen zum Vorschein. Auch sind Schilder in der Ferne besser zu lesen, so wie hier bei Checkpoint. Der Kampf mit Sony ging weiter. Sony klagte jetzt, weil Bleem Screenshots von PlayStation-Spielen in ihrer Werbung für Bleemcast nutzten. Sony sah darin eine Verletzung ihrer Markenrechte. Außerdem würde Bleem dem Geschäft von Sony schaden, indem es PlayStation-Spiele auf fremder Hardware verfügbar mache und optisch sogar besser als auf der eigenen Hardware. Sony verlor aber jedoch mehrere zentrale Anklagepunkte, darunter auch der des Fair-Use-Rechtes auf Werbung mit Screenshots. Bleem gewann also rechtlich, verlor jedoch finanziell. Die Gerichtskosten ruinierten das kleine Unternehmen, daraufhin musste Bleem schließen. Auf der offiziellen Seite von Bleem war dann wenig später nur noch ein Grabstein zu sehen. Daneben Sonic the Hedgehog als stilles Dankeschön an Sega. Aber auch dieses Bild musste kurz darauf entfernt werden. Nach der Schließung der Firma tauchte eine geleakte Beta-Version des Emulators auf. Bei dieser Version handelte es sich nicht um eine CD pro Spiel, sondern um den eigentlichen Emulator, der ursprünglich geplant war. Mit dieser einfachen Boot-CD war es möglich, verschiedenste PlayStation-Spiele auf der Dreamcast zu starten. Natürlich waren sie aufgrund des Beta-Status der Version sehr fehlerhaft und unvollständig, aber dennoch faszinierend. Man bekam also ein Gefühl davon, was hätte möglich sein können. Ich erinnere mich noch gut an den Moment in den frühen 2000ern, als ich diese CD das erste Mal in meine Dreamcast einlegte und eine Version von Tomb Raider Chronicles für PlayStation startete und sie mit dem offiziellen Sega Dreamcast-Port verglich. Abschließend möchte ich sagen, dass der Einfluss, den dieses Projekt hinterließ, enorm war. Bleem schaffte es wirklich, die Emulation aus der Grauzone zu holen. Heute bieten Nintendo, Sony und selbst Microsoft ihre Klassiker legal über Emulatoren an. Was früher ein mutiges Experiment war, ist heute Alltag. Ohne den Wahnsinn, den Mut und vielleicht den größten Wahn von Bleem wäre dieser Weg womöglich nie geebnet worden. Ach, und ihr fragt euch, was Bleem eigentlich bedeutet? Nun, Gerüchte sagen, es steht für Best Little Emulator Ever Made. Für was Bleem wirklich steht, bleibt aber bis heute Randy Lindens Geheimnis. Bleibt neugierig und spielt Retro. Ciao.